Schön, dass Sie auf meinem Kanal wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Maren Torkler. Ich bin Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie und geriatrische Pharmazie und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es einmal um das Entwässerungsmittel Spironolacton. Wir befinden uns hier im Bereich Intensiv. Das bedeutet, es wird wieder sehr ausführlich. Für eine kürzere Vorabversion lege ich Ihnen wie immer den Link zu Spironolacton Basic hier unten mit rein. Nutzen Sie auch gerne die Kapiteleinteilung hier unten im Bild, um zu gezielten Informationen zu springen, und dann können wir schon starten. Das Spironolacton, das hat mehrere Anwendungsgebiete. Ich möchte hier einmal auf die wichtigsten eingehen, und zwar ist das die Anwendung bei Herzinsuffizienz und auch die Anwendung bei einem schlecht einstellbaren Bluthochdruck. Es befindet sich in mehreren Wirkstärken auf dem Markt und zur Einnahme ist nur zu sagen, dass Sie das Spironolacton bitte zum Essen einnehmen sollten. Der Grund dafür ist, dass man gesehen hat, dass die gleichzeitige Nahrungsaufnahme den Wirkstoff noch besser im Blut ankommen lässt. Einmal gleich zur Wirkweise des Spironolactons. Wie eingangs erwähnt, wird das Spironolacton als Entwässerungsmittel bezeichnet oder aber auch als Diuretikum. Es gehört hier zu den sogenannten Aldosteron-Antagonisten und in dem Namen steckt schon die eigentliche Wirkweise, denn Sie können sich das so vorstellen, in Ihrem Körper gibt es das Aldosteron, das ist das sogenannte Salzhormon, und das Aldosteron hat eine Hauptwirkung, und zwar besteht die darin, dass es den Blutdruck etwas erhöht. Und zwar macht das Aldosteron das dadurch, dass es Natrium im Körper zurückhält. Und wenn Natrium zurückgehalten wird, wird gleichzeitig auch Wasser an das Natrium gebunden und auch zurückgehalten. Im Gegenzug wird der Gegenspieler, das Kalium, ausgeschieden. Und wenn der Wirkstoff jetzt Aldosteron-Antagonist heißt, bedeutet das, dass die Wirkung des Aldosterons blockiert wird, und in höheren Dosen hat das Spironolacton sogar eine Wirkung auf die Freisetzung des Aldosterons, sodass das auch noch weniger gebildet wird. Wenn nun die Aldosteronwirkung in Ihrem Körper gehemmt wird, führt das logischerweise dazu, dass Kalium mehr im Körper zurückgehalten wird und Natrium und Wasser vermehrt ausgeschieden wird, und das möchte man natürlich auch als Wirkung haben, denn der Blutdruck sollte dadurch gesenkt werden und damit wird auch das Herz entlastet, denn bei einer Herzinsuffizienz möchte man immer darauf achten, dass das Herz so wenig Arbeit wie möglich hat, und wenn das Blutvolumen nicht so groß ist, dann muss das Herz nicht gegen einen so starken Widerstand ankämpfen und wird dadurch entlastet. Und nun haben Sie auch schon eigentlich das Wichtigste zum Spironolacton einmal gehört, denn Sie verstehen jetzt, dass der Wirkstoff das Kalium im Körper zurückhält, und das ist auch der Grund für einige Nebenwirkungen und auch einige Wechselwirkungen dieses Diuretikums, und da möchte ich auch jetzt einmal zu den Nebenwirkungen überleiten. An dieser Stelle gebe ich Ihnen nur einen kleinen Auszug an Nebenwirkungen. Ich werde hier nicht alle ansprechen. Als allererstes wären da Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schwäche und auch Kopfschmerzen zu nennen. Und daran sehen Sie schon, dass Sie besonders in der Anfangsphase der Einnahme, also in den ersten paar Tagen, und aber auch unbedingt bei einer Dosiserhöhung mit dem Autofahren auf jeden Fall vorsichtig sein sollten, denn diese Nebenwirkungen können eigentlich bei jedem Blutdrucksenker auftreten. Das sind ganz typische Nebenwirkungen für Blutdrucksenker, aber meistens geben die sich im Laufe der Zeit wieder, aber besonders am Anfang der Therapie treten die verhäufter auf, und hier ist es für Sie wichtig, dass Sie da einmal genau auf sich schauen, wie Sie darauf reagieren, denn dann sollten Sie in dieser Zeit natürlich kein Auto fahren, aber wenn Sie merken, dass Sie den Wirkstoff gut vertragen, steht dem Ganzen natürlich nichts im Weg. Es kann auch wie bei jedem Medikament eigentlich zu den typischen Magen-Darm-Beschwerden kommen. Die können sich äußern in Übelkeit, schlimmstenfalls in Erbrechen, in Verdauungsstörungen und auch in Durchfall. Und als dritte Nebenwirkung
Nebenwirkung, die ich hier ansprechen möchte, ist da die Nebenwirkung der Sexualfunktionsstörung zu nennen. Und das ist eine recht spezifische Nebenwirkung für das Spironolacton, weil es auch Auswirkungen auf die Hormone im Körper haben kann. Das bedeutet für den Mann, dass es unter der Einnahme einmal zu einer herabgesetzten Libido kommen kann. Es kann auch zu Erektionsstörungen kommen. Also wenn Ihnen das bei sich aufgefallen ist, dann kann das dem Spironolacton geschuldet sein. Was auch wichtig ist, dass Sie davon wissen, dass es zu einer Vergrößerung der Brustdrüsen kommen kann. Das heißt, bei einer Langzeiteinnahme können die Brüste ein wenig wachsen. Hier steht diese Nebenwirkung natürlich auch streng mit der Dosis in Korrelation. Das heißt, je höher dosiert Sie das Spironolacton nehmen müssen, umso höher ist auch das Risiko, dass Sie solche Nebenwirkungen entwickeln. Wenn Ihnen das bei sich auffällt, dann sprechen Sie das bitte einmal offen bei Ihrem Arzt an, denn das Spironolacton ist ein Wirkstoff, der besonders in der Therapie der Herzinsuffizienz gute Resultate erzielt, aber diese Nebenwirkungen, die man dabei eventuell in Kauf nehmen muss, die sollten natürlich nicht außer Acht gelassen werden. Wenn Sie mit Ihrem Arzt sprechen, kann es manchmal möglich sein, mit ihm zusammen die Dosis vielleicht ein wenig zu verringern. Dadurch sinken in der Regel auch die Nebenwirkungen. Sprechen Sie bitte solche Dinge bei Ihrem Arzt offen an. Bei den Frauen kann es zu einer Empfindlichkeit der Brüste kommen. Es kann auch zu Libido-Störungen kommen, auch zu Menstruationsstörungen. Bei den Menstruationsstörungen ist es so, dass diese ganz ausbleiben kann. Und in Einzelfällen, wenn das Spironolacton nach der Menopause eingenommen wird, dass es sogar dazu kommen kann, dass die Menstruation wieder beginnt. Auch das könnte Nebenwirkung des Wirkstoffes sein. Als vierten Punkt, was Sie vielleicht auch schon durch die Wirkweise sich jetzt denken können, ist, dass der Natriumspiegel im Blut sinken kann, besonders in der Kombination mit sogenannten Thiaziden. Ich blende Ihnen diese Substanzbeispiele einmal hier ein, denn manchmal wird das Ganze übersehen, besonders bei geriatrischen Patienten oder bei Heimpatienten, wenn die Sommer besonders heiß sind und diese Patienten dann doch häufig auch Spironolacton und häufig andere Entwässerungsmittel bekommen, dass dabei der Natriumwert sehr herabgesetzt wird und das dann auch zu Verwirrtheitszuständen führen kann. Das heißt, der Natriumwert sollte bei jeder Blutabnahme kontrolliert werden und viel wichtiger noch, der Kaliumwert sollte jedes Mal kontrolliert werden, bestenfalls halbjährlich. Bei einer Niereninsuffizienz sollte man unbedingt daran denken, dass der am besten noch regelmäßiger kontrolliert wird, denn bei einer Niereninsuffizienz ist die Chance erhöht, dass noch mehr Kalium im Körper verbleibt. Und da möchte ich jetzt schon einmal zu den Wechselwirkungen überleiten. Ich werde Ihnen wie immer nur einen kleinen Auszug geben und anhand der Wirkweise und der Nebenwirkungen liegt es natürlich nahe, dass das Spironolacton besonders wechselwirken kann mit anderen Substanzen, die alle ihrerseits das Kalium im Körper zurückhalten. Da sind einmal die ACE-Hämmer zu nennen und auch die Sartane. Hierbei bedarf es einer besonderen Kaliumkontrolle, denn diese Kombination wird sehr gerne gegeben. Dann bei einer Langzeitanwendung von Heparin kann es auch zu einem Anstieg des Kaliumspiegels kommen. Genauso bei einer Langzeitanwendung des Antibiotikums Clotrimazol. Auch unter der Einnahme des Indometacins kann es auftreten. Und für Sie als Patient ist es jetzt einmal wichtig zu wissen, dass Sie bei Nahrungsergänzungsmitteln immer sehr genau auf die Zusammensetzung achten sollten. Es gibt nämlich einige Nahrungsergänzungsmittel, die gut für das Herz sein sollen, aber in Ihrem Fall müssen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie keine Nahrungsergänzungsmittel mit Kalium einnehmen und bitte unbedingt auch daran denken, dass Sie keinen Salzersatz mit Kalium anwenden, denn solch ein Salzersatz würde gerne bei Bluthochdruckpatienten genommen, um die Natriumbelastung des Körpers etwas zu verringern. Aber in diesen Salzersatzmitteln ist auch das Kalium drin. Und wenn Sie das Spironolacton einnehmen, was seinerseits das Kalium ja schon im Körper
zurückhält, dann sollten Sie auf keinen Fall andere Präparate, wenn sie nicht vom Arzt verordnet worden sind, mit dem Elektrolyt Kalium einnehmen. Der Vollständigkeit halber sei hier auch nochmal erwähnt, dass andere kaliumsparende Entwässerungsmittel natürlich kontraindiziert wären, weil es hier zu einer verstärkten Kaliumrückhaltung im Körper kommen würde. Und zwar ist das hier einmal das Amylorid und das Triamtaren, und auch das Eplerenon sollte nicht gleichzeitig gegeben werden. Als weitere Wechselwirkung, die auftreten kann, ist die Wechselwirkung mit dem Digoxin zu nennen. Das Digoxin ist in der Vergangenheit als Ersatz für das Digitoxin in seltenen Fällen noch verordnet worden, und hierbei kann die gleichzeitige Einnahme dazu führen, dass das Digoxin eine längere Halbwertzeit hat. Das bedeutet, durch das Spironolacton verbleibt es länger im Körper, und das ist ein Wirkstoff, der immer sehr haargenau im Blut eingestellt werden muss, weil es dabei kleinen Abweichungen gleich zu Nebenwirkungen kommen kann, und das sollte man immer im Hinterkopf haben. Das heißt, wenn Sie als Patient jetzt sehen, dass Sie das Digoxin in Ihrem Medikationsplan aufgeführt haben, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte einmal darauf an, dass unter der gleichzeitigen Spironolacton-Einnahme die Digoxinspiegel einmal überprüft werden. Als nächsten Punkt, der zu nennen ist die Wechselwirkung mit sogenannten Antikoagulantien. Das sind umgangssprachlich Mittel, die das Blut verdünnen können. Dabei ist die Wirkung dieser Antikoagulantien unter der Spironolacton-Einnahme in manchen Fällen verringert. Und was für Sie in der Selbstmedikation wichtig ist, dass Sie, wenn Sie mal Kopfschmerzen haben oder andere Schmerzen, am besten Richtung Paracetamol tendieren, denn all die anderen Substanzen, die sogenannten nicht-steroidalen Antirheumatika, wie zum Beispiel das Ibuprofen, das Diclofenac, Naproxen, auch die Acetylsalicylsäure in den schmerzlindernden Dosierungen, die können dazu führen, dass das Spironolacton in Ihrem Körper nicht so gut wirkt. Hier spreche ich nicht von der einen Tablette, die man eventuell ab und zu mal einnimmt, was Sie allerdings, wenn Sie das Spironolacton bei Herzinsuffizienz verordnet bekommen haben, auch nicht machen sollten, denn hier sollten Sie immer schauen, dass Sie wirklich zu Paracetamol tendieren oder Ihren Arzt darauf ansprechen, ob er Ihnen eine andere schmerzstillende Substanz verordnen kann, denn die NSARs sollten bei einer Herzinsuffizienz ohnehin keine Anwendung finden. Wie bereits anfangs schon erwähnt, sollte bei der gleichzeitigen Einnahme von Spironolacton bei einer Niereninsuffizienz der Kaliumwert immer streng überwacht werden, weil die Tendenz zu einem erhöhten hier gegeben ist. Und wenn jetzt die Nierenleistung unter eine GFR von 30 fällt, hat das Spironolacton ohnehin keine wirkliche Wirkung mehr und sollte deshalb nicht mehr angewandt werden. Als nächstes möchte ich noch auf ein Thema eingehen, was so ein bisschen heikel ist zu diskutieren. Und zwar geht es hier um das Thema Karzinogenität unter Spironolacton. Unter Tierversuchen wurde festgestellt, dass unter einer erhöhten Spironolacton-Einnahme bei diesen Tieren das Tumorwachstum vermehrt aufgetreten ist. Die Bedeutung dieser Daten ist unklar, weil man sie nicht 1:1 auf den Menschen übertragen kann. Aber diese unklare Datenlage führt dazu, dass man besonders bei jungen Patienten, die das Spironolacton vielleicht noch einige Jahrzehnte einnehmen, da nochmal unbedingt diese Nutzen-Risiko-Abwägung machen sollte, denn das Spironolacton hat besonders in der Herzinsuffizienz eine sehr gute fundierte Datenlage, dass durch die Gabe das Sterberisiko signifikant verringert wird. Aber die im Verdacht stehende Karzinogenität, die soll da immer mit in die Waagschale gelegt werden. Wie gesagt, besonders bei jungen Patienten. Und wenn Sie nun zu den jüngeren Patienten gehören, dann bitte ich Sie einmal, das bei Ihrem Arzt anzusprechen, dass er sich auch nochmal genau die Daten, die Studienlagen anguckt, um dahingehend nochmal ganz bewusst abzuwägen.
Als nächsten Punkt möchte ich erwähnen, dass das Spironolacton Dopingkontrollen positiv erscheinen lässt. Das heißt, wenn Sie nun jetzt Wettkampfsportler sind, sollten Sie davon wissen. Und als allerletztes möchte ich noch einmal das Thema Alkohol ansprechen, denn der Konsum von Alkohol kann verstärkt zu sogenannten orthostatischen Hypotonien führen. Das bedeutet nichts anderes, als dass wenn Sie besonders aus dem Bett aufstehen, also aus einer liegenden Position und sich aufrichten, dass da bei Ihnen das Blut etwas stärker in den Beinen versackt und der Gegenmechanismus der Gefäßengstellung, um das Blut im ganzen Kreislauf zu halten, nicht so gut funktioniert. Das ist besonders für die älteren Patienten unter Ihnen wichtig, denn da kann natürlich die Sturzneigung ein wenig erhöht sein. Das heißt, unter der Einnahme vom Spironolacton sollte man mit dem Alkohol vorsichtig sein. Das waren nun die Dinge, die Sie aus meiner Sicht über Ihr Spironolacton wissen sollten. Wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Ich lade Sie auch dazu ein, meinen Kanal zu abonnieren und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder recht bald gesund werden und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.